Ihr Leute, ich hoffe, es geht euch sehr gut. Heute werden wir was machen, und zwar faktorisieren. Aber in diesem Fall so wie ein Vergleich, weil ich möchte euch zeigen, wie man auf zwei Arten und Weise eine Funktion faktorisieren kann. Die erste Methode wäre die BQ-Formel und die zweite Methode wäre mit Hilfe der ABC-Formel. Am Ende werde ich euch noch kurz sagen, welche von den beiden Methoden ich selbst öfter benutzen oder bevorzugen und was sind dann die Vor- bzw. die Nachteile von allen Methoden. Wenn es euch gefällt, bleibt bis zum Ende des Videos. Was ist überhaupt die BQ-Formel? Weil wir durch diese Gleichung x rechnen wollen, benenne ich jetzt die Lösung aus der BQ-Formel mit x. Weil wir jetzt ein Polynom zweiter Ordnung haben, dann erwarte ich auch zwei Lösungen. Deswegen brauche ich die Lösung 1 slash die Lösung 2. Ich zeige euch gleich, warum ich so schreibe. Die BQ-Formel lautet minus p halbe plus oder minus die Wurzel von p halbe zum Quadrat minus q. Das ist meine BQ-Formel. Die 2 bedeuten, dass meine Lösung x1 genau für Plus gedacht ist. Also mein x1 schwarz ist für Plus und mein x2 wäre jetzt mit Minus. Also wir haben zwei Lösungen, einmal mit Plus und dann Minus, die Wurzel von p halbe Quadrat minus q. Wenn ich das jetzt anwende, was kommt dann raus? Erstmal seht ihr, ihr habt P, ihr habt Q drin. Was ist überhaupt P und Q? Die BQ-Formel wird angewendet, wenn eure Polynom zweiter Ordnung folgende Form hat. Und zwar die Form x zum Quadrat plus p mal x und plus q ist gleich 0. Wenn ihr diesen Zustand habt, dann dürft ihr die BQ-Formel anwenden. Erst wenn eure Gleichung in dieser Form geschrieben ist. Das heißt, unsere Gleichung müssen wir jetzt umstellen, sodass wir diese Form bekommen. Sonst können wir bzw. dürfen wir nicht die BQ-Formel anwenden. Damit ich das hier mache, möchte ich nur, dass das neue Form an x² verschwindet. Deswegen teile ich meine Gleichung durch 9. Deswegen erhalte ich x zum Quadrat minus 12 Neuntel x plus 4 Neuntel. Und das ist gleich 0 durch 9 ist genau 0. Dann erhalte ich diese Gleichung. Jetzt darf ich die BQ-Formel anwenden. Das wäre dann x1 ist gleich, jetzt werde ich x1 und x2 separat schreiben, damit es für uns deutlicher wird. Was ist mein Pi? Mein Pi wäre aus Koeffizienzvergleich, wäre das minus 12 Neunte, weil ich hier vorne wieder ein Plus schreiben kann. Und dann erhalte ich minus 12 Neunte durch 2. Dann x1 wäre mit Plus. Dann kommt die Wurzel von p halbe zum Quadrat. P wäre erstmal 12 Neunte. Das halbiert das Ganze zum Quadrat. Das sehe ich noch eine Wurzel ganz unten. Minus q. Q ist die Zahl ganz hinten, meine Konstant. Das ist genau minus 4 Neuntel. Dann kann ich x1 rechnen. Das ergibt sich hier plus 12 Neuntel mal 2, weil a durch
b durch c ist genauso wie a durch b und mal 1 durch c. Deswegen erhalten wir a durch b mal c. Also minus 12 Neuntel halbiert ergibt 12 Neuntel mal 2. Und das Minus mal Minus ergibt natürlich ein Plus. Plus die Wurzel von minus 12 Neuntel mal 2 zum Quadrat minus 4 Neuntel. Jetzt muss ich 12 durch 9 mal 2 vereinfachen. Um das zu machen, kann ich den Zähler am Nenner durch 2 teilen. Dann erhalte ich 6 Neuntel. Jetzt kann ich 6 und 9 gleichzeitig noch durch 3 teilen. Dann erhalte ich auf dem Zähler 2 und auf dem Nenner 3. Also ich muss immer bei solchen Vereinfachungen den Zähler und den Nenner durch die gleiche Zahl teilen. Sonst habe ich meinen Bruch geändert. Und das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen nur unseren Bruch vereinfachen. Dann erhalte ich hier 2/3 plus die Wurzel von, das ist auch 12 durch 9 halbe. Deswegen erhalte ich hier auch nochmal die minus 2/3 und nochmal quadriert. Alle Zahlen quadriert ergeben immer eine positive Zahl. Deswegen erhalte ich hier drin 2 zum Quadrat, das wäre 4, durch 3 zum Quadrat, das wäre 9. Minus 4 Neuntel. Und dann seht ihr, das ergibt natürlich eine 0. Und deswegen bleibt hier übrig 2/3. Mein x1. Was ergibt sich dann für x2? Das gleiche Spiel. 12 Neuntel durch 2. Und dann jetzt dann Minus, nicht mal ein Plus wie oben. Wurzel minus 12 Neuntel durch 2. Das Ganze im Quadrat. Minus 4 Neuntel. Das, was sich in der Wurzel befindet, hat sich nicht geändert. Deswegen können wir schon davon ausgehen, dass hier auch ein 0 rauskommt. Und somit erhalten wir auch nochmal ein 2/3. Also er hat sich nicht geändert, weil die Zahl in der Wurzel gleich 0 beträgt. Somit ist x1 gleich 2/3 und x2 gleich 2/3. Wir haben hier eine doppelte Lösung. Wie sieht dann diese Lösung aus, wenn wir jetzt die ABC-Formel anwenden? Wie lautet überhaupt diese Formel? Die ABC-Formel sieht wie folgt aus. x1 von 2 gleich minus b plus minus Wurzel von b zum Quadrat minus 4 mal ac durch 2a. Wenn man das so geschrieben hat, dann stellt man sich jetzt die Fragen, wo ist eigentlich a, b oder c in unserem Polynom zweiter Ordnung? Deswegen muss unsere Polynom zweiter Ordnung folgende Form haben. Und zwar a x zum Quadrat plus b mal x plus c gleich 0. A ist der Koeffizient von x Quadrat, b der Koeffizient von x und c unsere Konstant in der Polynomgleichung zweiter Ordnung. Wenn ich diese Formel habe und möchte ich die hier anwenden, unsere Aufgaben, dann erhalte ich für x1 2 genau minus b. b ist bei uns minus 12, weil wir plus minus 12 schreiben können. 12x natürlich. Nicht vergessen, in unserer Grundform muss hier Plus stehen, deswegen das Plus. Und somit kann ich jetzt sagen, x1 von 2 sind gleich minus b minus minus 12 plus minus von Wurzel b Quadrat ist wieder minus 12 zum Quadrat minus 4 mal a. A ist in dem Fall 9, der Koeffizient von x Quadrat, und mal c. c ist 4 in dem Fall. Und durch 2a ist wieder 9.
Wenn ich das hier vereinfache und ausmultipliziere, dann erhalte ich hier 12 durch 18 plus minus die Wurzel von 12 zum Quadrat ist 144. Wenn ihr euch das letzte Video vom letzten Woche anschaut, dann habe ich euch ganz genau erklärt, wie man solchen Zahlen ausmultiplizieren kann. Also 12 mal 12. Das ist genau gleich. 2 mal 2, das wäre 4. Und dann 12 plus 2. Und das ist 14. Deswegen haben wir 144. Minus 4 mal 4 ist 16. Und 16 mal 9 ist ganz genau 144. Also minus 144. Und das nochmal durch 10. Damit erhalten wir an der Stelle 12 durch 18, weil Wurzel von 0 ist gleich 0. Und das kann ich nochmal vereinfachen, indem ich oben und unten, also den Zähler und Nenner, durch 3 teile. Dann erhalte ich hier oben 4, durch 3 unten 6 und nochmal durch 2. Dann erhalte ich 2 Drittel. Und das ist unserem x 1 und 2. Ich verwende immer die ABC-Formel, wenn ich die Lösung einer Polynom zweiter Ordnung rechnen möchte. Warum? Weil ich mir nicht mehr Gedanken darüber machen muss, den Koeffizient von x² wegzumachen, so wie es bei einer PQ-Formel angefordert ist. Bei der ABC-Formel ist es schon klar, dass man nur die Koeffizienten vor der jeweiligen Unbekannten nehmen muss und direkt in die Formel ansetzen. Das finde ich einfacher, als nochmal die Funktion umzustellen oder anders zu schreiben. Wenn wir kein Koeffizient von x² haben, dann können wir immer die ABC-Formel anwenden. In diesem Fall a gleich 1 sein wird. Das war's zu dem Video. Ich freue mich, dass ihr bis zum Ende geblieben seid. Bis zum nächsten Mal auf MindStudy-ing, dein Tor zur Welt der Ingenieurwissenschaften.